Heute zeige ich euch dieses super leckere, vegane, glutenfreie Brot. Bevor ich die Zutaten abwiege und vermische, kommt hier der allererste Schritt, und zwar setzen wir die Hefe an. Dafür habe ich 400 Milliliter warmes Wasser und darauf gebe ich einen Teelöffel Zucker. Ich verrühre den Zucker jetzt schon mal. Jetzt habe ich hier ein Päckchen Trockenhefe, das sind 10 Gramm, und die verrühre ich jetzt. Trockenhefe ist grundsätzlich glutenfrei und vegan. Das stelle ich jetzt auf Seite und während ich abwiege, kann die Hefe sich aktivieren. Ich habe jetzt alle trockenen Zutaten abgewogen und mische jetzt alle zusammen. 150 Gramm Reismehl. Ich habe jetzt hier Vollkorn genommen, ihr könnt aber auch die helle Variante nehmen. 100 Gramm Buchweizenvollkornmehl. 120 Gramm Kartoffelstärke, ihr könnt auch Maisstärke nehmen. 30 Gramm Tapioca-Stärke, 1 Teelöffel Weinstein-Backpulver, 5 Gramm Guarkernmehl, das entspricht ungefähr 2 Teelöffeln, 6 Gramm Johannisbrotkernmehl, das entspricht auch etwa 2 Teelöffeln. Die beiden Sachen, Guarkernmehl und Johannisbrotkernmehl, brauchen wir ganz dringend, um den Teig zu binden. 6 Gramm Flohsamenschalen. Achtet darauf, dass ihr Flohsamenschalen nehmt und nicht Flohsamen. 1 bis 1,5 Teelöffel Salz. Das waren jetzt alle trockenen Zutaten, die habe ich jetzt hier in der Schüssel und das verrühre ich jetzt richtig gut. Ich habe allerdings vergessen, jetzt noch eine Messerspitze Kurkuma reinzugeben. Da wir ja ohne Ei arbeiten, gibt Kurkuma dem Brot eine richtig schöne Farbe. Ich vermische jetzt alle Zutaten mit der Küchenmaschine. Ihr könnt das auch mit dem Handmixer machen oder von Hand verkneten. Ich habe jetzt hier mein Wasser mit der Hefe und hier habe ich noch 10 Gramm Öl und darin sind 6 Gramm Apfelessig. Das ist ungefähr 1 Esslöffel. Das kippe ich da jetzt gleich mit rein. So, jetzt mischen wir das Ganze zusammen. Ich nehme jetzt hier meinen Wasser-Hefe-Mix und kippe das in einem Schuss auf mein Mehl. Jetzt mache ich die Maschine an und lasse es einen kurzen Augenblick verrühren. Jetzt gebe ich als letztes noch mein Öl-Apfelessig-Mix drauf und lasse den Teig jetzt richtig gut durchkneten. Zwischendurch stoppe ich die Maschine und mit dem Teigspatel gehe ich einmal durch den Teig, sodass ich sicherstellen kann, dass unten kein Mehl haften bleibt. Jetzt lasse ich den Teig weiter kneten, so lange bis sich alles gut miteinander verbunden hat. Den Teig lasse ich allerdings nicht zu lange kneten, weil man glutenfreies Mehl einfach nicht allzu lange kneten lassen soll. Ich habe den Teig jetzt durchgemischt, der ist fertig. Ich habe jetzt hier eine 25 cm Backform und die bepinsel ich eben mit Öl. Auf dem Boden und an den Seiten. Und jetzt fülle ich meinen Teig ein. Der Teig ist jetzt eingefüllt und ich bestreue das jetzt ein bisschen mit Mehl. Ich habe jetzt hier gerade Buchweizen, Vollkornmehl genommen, ihr könnt auch Reismehl nehmen. Das sieht dann einfach ein bisschen schöner aus und klopfe das jetzt mit den Fingern, drücke ich das so ein bisschen fest, weil das glutenfreie Mehl einfach nicht so gut haften bleibt an dem Teig. Dann hält das auch. Das war's jetzt soweit. Ich decke meinen Brotteig jetzt zu, lasse den ungefähr eine Dreiviertelstunde gehen und dann backen wir das Brot. Wichtig ist, dass ihr glutenfreies Brot niemals auf die Heizung stellt zum Gehen lassen, sondern einfach in der Küche bei Raumtemperatur. Mein Teig ist jetzt aufgegangen und ich stelle das jetzt in den Ofen aufs untere Gitter und backe das auf 190 Grad Ober-Unterhitze. Die Backzeit beträgt so um die 50-60 Minuten. So, mein Brot ist jetzt durch. Ich lasse das abkühlen und dann schneiden wir das gemeinsam an. Mein Brot ist jetzt durchgebacken und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Es fühlt sich auf jeden Fall von außen schon schön knusprig, innen weich an.
das ist super geworden. Wow. Ich hoffe, man hört das. Das ist total knusprig und boah, wirklich ganz zart. Es ist noch nicht komplett ausgekühlt. Es ist eigentlich fast noch ein bisschen zu warm. Ja, schaut euch das mal an. Die Scheibe, da klebt gar nichts. Ja, riecht auch total lecker. Und dieses Brot ist wirklich richtig lecker. Vor allem ist es auch am nächsten Tag noch schön saftig und weich. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit glutenfreiem Brot sind. Hat das bei euch von Anfang an geklappt oder habt ihr da ein bisschen zu kämpfen gehabt? Backt ihr eure glutenfreien Brote eigentlich mit oder ohne Ei? Ich hoffe, das Video gefällt euch und vor allem hoffe ich, dass euch das Brot schmeckt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst, weil es werden noch einige andere glutenfreie Brote folgen. Ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.